Dann darf ich Sie begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich darf Sie begrüßen und willkommen heißen zu einem kleinen Experiment, nämlich einer Veranstaltung in der Reihe Bauforschung im Wielandhaus, die offensichtlich nicht im Wielandhaus, sondern eben online stattfindet diesmal. Es ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam, das Architekturreferat, gemeinsam mit dem Archaeological Heritage Network, dem ArchaNet, ausrichten, das seit Anfang dieses Jahres vom Architekturreferat aus koordiniert wird. Und es gibt heute keinen klassischen Abendvortrag, sondern eine Diskussionsrunde zur Vermittlung der Methodik der Bauforschung aus der Ferne und in der Ferne. Ich freue mich, dass Sie diese Einladung zu diesem kleinen Experiment angenommen haben und ich war versucht zu sagen, so zahlreich erschienen sind, aber sich so zahlreich zugeschaltet haben. Wir begrüßen zum einen Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig zur Reihe Bauforschung im Wielandhaus kommen. Wir begrüßen aber auch eine ganze Reihe von Kollegen, die aus räumlicher Distanz oder aus Gründen der räumlichen Distanz sonst nicht zu uns kommen. Und wir begrüßen eine ganze Reihe neue Gesichter, die hoffentlich dieses Format neugierig auf unsere Arbeit macht. Besonders herzlich begrüßen möchte ich die Referentinnen und den Referenten des heutigen Abends, nämlich Tobias Busen und Ulrike Siegel, die uns zum Einstieg in die Diskussion zwei kurze Präsentationen zeigen werden. Als Diskussionsteilnehmer im Anschluss begrüße ich darüber hinaus Wassim Alres, Margarete van Es und Alexander von Kienle. Mein Name ist Katja Pieska. Ich habe damit das Programm bereits umrissen. Wir werden zunächst zwei Kurzpräsentationen sehen zu zwei ganz konkreten Projekten. Dabei handelt es sich zum einen um ein von der TU München entwickeltes Bauaufnahmebuch, das jetzt mit Hilfe der Unterstützung des Auswärtigen Amtes und des ArchaNets ins Arabische übersetzt werden konnte. Und zum Zweiten ein ebenfalls im Rahmen des Stunde Null-Programms des ArchaNet vom AA gefördertes Projekt, das IGEF-CH, das Iraqi German Expert Forum on Cultural Heritage, das Ulrike Siegel vorstellen wird. Anschließend wollen wir darauf aufbauend Herausforderungen und Lösungsansätze zur Vermittlung der Methodik der Bauforschung aus der Ferne und in der Ferne diskutieren. Dabei haben Sie, liebe Gäste, die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Dazu gibt es am unteren Bildrand ein Feld F&A, Fragen und Antworten, in dem Sie Ihre Fragen stellen können, die dann an uns weitergeleitet werden. Ich begrüße jetzt als ersten Gast Tobias Busen, der, das darf ich sagen, heute stellvertretend für ein ganz ansehnliches Autorenkollektiv hier ist. Zudem neben ihm auch Miriam Knechtel, Clemens Knobling, Elke Nagel, Manfred Schuller und Birte Todt gehören, die allesamt zum Zeitpunkt der Entstehung des Buchs, des Bauaufnahmebuchs, Mitarbeiter des Münchner Lehrstuhls für Baugeschichte, historische Bauforschung und Denkmalpflege waren. Tobias Busen hat in München auch studiert. Er ist dort promoviert worden mit einer Arbeit zur Villa Pausilikon am Rand des Golfs von Neapel. Und aktuell ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem IRC-Projekt an der Universität Kiel. Wobei, und das darf ich an dieser Stelle verraten, wir uns freuen, dass er im Herbst zu uns ans Architekturreferat wechseln wird. Heute vertritt er gewissermaßen nochmal den Münchner Lehrstuhl, von dem 2015 genau dieses Bauaufnahmehandbuch veröffentlicht wurde, das nun, und auch das feiern wir heute ein wenig, ebenso wie die deutsche Ausgabe auch in arabischer Sprache online und Open Access verfügbar ist. Herr Busen gibt uns nun einen Einblick in die Entstehung des Buchs und in seine Übersetzung. So, ich hoffe, es können mich alle hören. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, im Rahmen des heutigen Abends und aus Anlass der Übersetzung ins Arabische ein paar Worte zum Handbuch Bauaufnahme sagen zu dürfen. Wie von Frau Pieska gerade schon erwähnt, liegt die deutsche Ausgabe des Buches nun schon 5 Jahre zurück, ist also sicherlich dem einen oder anderen aus der Zuhörerschaft hier bekannt. Dem Buchdeckel auch zu entnehmen ist, dass es sich eben um ein Gemeinschaftswerk handelt, das wir damals als wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl in München zusammen mit Professor Schuller erarbeitet haben. Also ich, Miriam Knechtel, Clemens Knobling, Elke Nagel, Manfred Schuller und eben Birte Todt. Die erste Auflage war sehr schnell vergriffen, sodass wir dann also eine Print-on-Demand- und Open-Access-Auflage 2017 herausbrachten und eben jetzt zu diesem Zeitpunkt die arabische Übersetzung. Ja, wie kam es zu diesem Buch? Im eigenen Architekturstudium, spätestens aber dann auch in der eigenen Lehre, hatten vermutlich nicht nur wir eine Erfahrung gemacht, nämlich die, dass es für die Bauaufnahme notwendige Prozedere sich nur relativ schwer im Hörsaal vermitteln lässt, geschweige denn als Studierenden dann eben verinnerlichen. Der Lerneffekt stellt sich ja erst beim Ausprobieren in der Realität ein und beim Anwenden.
Klar ist allerdings auch, ganz ohne eine theoretische Vorbereitung kann man nicht starten. Uns schwebte daher ein leicht erschließbares Skript, es wurde dann eben ein Handbuch vor, das die wichtigsten Informationen und Arbeitsschritte in übersichtlicher und knapper Form darstellen sollte und so auch am Objekt zum schnellen Nachschlagen verwendet werden könnte. Dafür waren unserer Meinung nach möglichst gut verständliche und grafisch einheitlich gehaltene Schemazeichnungen in Verbindung mit knappen Texten nötig und sinnvoll. Ich zeige im Folgenden ausschließlich Seiten aus dem Buch als Illustrationen. Als Beispielprojekt, an dem die unterschiedlichen Methoden im Buch erläutert werden, wurde der untere Ingramhof herangezogen, ein Ansitz südlich von Bozen, an dem der Lehrstuhl in den Jahren 2011 und 2012 exemplarisch verschiedene Dokumentationstechniken angewandt hatte. Unsere studentische Hilfskraft Jonas Hahn erstellte auf Basis der Aufmaße ein vereinfachtes 3D-Modell des Gebäudes, das in der Folge für alle denkbaren Darstellungen genutzt werden konnte. Von Überblicksisometrien über Gebäudeschnitte bis hin zu Innenraumperspektiven. Durch die Reduktion auf Rot als einzige Signalfarbe in den Abbildungen sollte das jeweils Wesentliche schnell ins Auge stechen. Ein Blick in den Inhalt. Zum Zeitpunkt der Entstehung war an der TU München jedenfalls die Bauaufnahme mittels Handaufmaß als Pflichtfach aus den ersten Semestern des Architekturstudiums verschwunden und wurde als sogenanntes Wahlpflichtmodul an das Ende des Bachelorstudiengangs gerückt. Die digitale Fotogrammetrie war weit verbreitet und der 3D-Laserscan als schnelle und hochpräzise Technologie für die Vermessung auf dem Vormarsch. Nun heißt das Buch ganz bewusst Bauaufnahme und nicht etwa Bauforschung. Die Grenzen sind freilich fließend, denn Bauaufnahme bedeutet immer mehr als das Befolgen von Arbeitsschritten oder die reine Bedienung bestimmter Geräte. Deshalb sind im Buch nicht nur etwa Kapitel zum Handaufmaß und digitalen Messmethoden enthalten. Vorgeschaltet bietet es einen geschichtlichen Überblick sowie Gedanken zu Sinn und Zweck sowie der Wirtschaftlichkeit verformungsgerechter Aufmaße. Im hinteren Teil wird es durch ein Kapitel zu weiterführenden Methoden ergänzt. Themen wie die detaillierte Befunduntersuchung, die Anlage eines Raumbuchs oder Datierungsmethoden, wie etwa die Dendrochronologie, gehen natürlich weit über die reine Erstellung von Bauaufnahmenplänen heraus und leiten direkt in die Bauforschung über. So wie man das Zeichnen am Computer in CAD nur richtig versteht, wenn man selbst einmal von Hand technische Zeichnungen auf dem Papier angefertigt hat, so ist das Handaufmaß eine wichtige Basis, um die Prinzipien zu verstehen, die die Vermessung bestehender, das heißt potenziell verformter Bausubstanz zugrunde liegen. Das Konzept des vom Gebäude unabhängigen Messnetzes, seine Planung und Einrichtung wird daher im Buch Schritt für Schritt in kurzen Sätzen und Darstellungen erläutert. Ebenso aber auch das Vorgehen beim Messen mit dem Tachymeter, bei dem dieses Messnetz eben nicht aus Schnüren, sondern fest verorteten Punkten im Raum besteht. Nur durch Kenntnis der Grundlagen kann unserer Meinung nach ein Verständnis auch für diejenigen Prozesse entstehen, die bei digitalen Messmethoden im Hintergrund ablaufen. Es war uns daher bei allen behandelten Themen besonders wichtig, einen kompakten Einblick zu geben, ohne dass sich die Leserinnen in Details verlieren. Gleichzeitig sollten die Methoden möglichst unabhängig, etwa von bestimmten Softwareprodukten, erläutert werden, stattdessen lieber die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert werden. So also etwa die Zeitersparnis bei digitaler Messtechnik vor Ort, die aber mit einem höheren Aufwand in der Nachbearbeitung und einer geringeren tatsächlichen Kenntnis des Objektes und seiner Detailbefunde erkauft wird. Die Schemazeichnungen, die ich Ihnen gezeigt habe und die sich durch das ganze Buch ziehen, zwar recht anschaulich sind, aber eben nicht das Endergebnis echter Bauaufnahmen darstellen, werden im Mittelteil des Buches diverse Beispiele gezeigt, die aus studentischen Arbeiten sowie im Umfeld des Lehrstuhls angesiedelten Forschungsprojekten stammten. Neben dem Urheber und dem Jahr der Anfertigung ist dort auch immer die verwendete Messmethode angegeben. Das heißt auch bei etwa Zeichnungen aus Handaufmaßen, dass eben auch die Messnetze noch klar erkennbar sind und so für den Leser nachvollziehbar. Ja, nach dem Erscheinen des Buches war es für uns natürlich ganz erfreulich zu sehen, dass die Studierenden dann auch tatsächlich das Buch sich entweder selbst zugelegt haben, es aus der Bibliothek ausgeliehen oder eben Seiten daraus herauskopiert hatten und mit auf die Bauaufnahmeexkursion nahmen. Nach Bereitstellung der digitalen Version sahen wir auch Studierende mit ihrem Tablet vor den Objekten sitzen, um während der Arbeit die nächsten Schritte nachzuschlagen. Im Rahmen von Lehrveranstaltungen, auch für andere Disziplinen, also beispielsweise die Lehre in den Restaurierungswissenschaften, haben wir recht gute Erfahrungen gemacht mit dem Buch als Einstieg in die Bauaufnahme.
Als im Frühjahr 2019 Frau Professor Fless an Herrn Schuller herantrat und an den Lehrstuhl mit der Bitte, man könnte das Buch doch gerne ins Arabische übersetzen lassen, waren wir einerseits natürlich sehr froh über den Zuspruch. Und wir waren froh, dass die Inhalte auf diese Weise der großen Anzahl arabischsprachiger Leserinnen und Leser verfügbar gemacht werden würden. Da aber leider keiner von uns Autoren und Autorinnen des Arabischen mächtig ist, übernahm freundlicherweise Wassim Ares, der heute Abend ja auch anwesend ist, die Übersetzung. Zusammen mit seinem Kollegen Abdul Salam Al-Medani bauten wir das Layout des Buches so weit um, dass es sich aus unserer Sicht von hinten nach vorne, also mit Verbindung auf der rechten Seite, lesen lässt und dann eben so aussieht, wie es jetzt hier zu sehen ist. Für die Überarbeitung hat sich inhaltlich wenig geändert. Wir haben versucht, ein paar Beispiele aus dem arabischen Raum in das Buch einzubauen, denken aber doch, dass die Inhalte so allgemein dargestellt sind, dass sie sich auch auf andere Kulturräume übertragen lassen. Diese arabische Version steht also seit kurzem auch bei der Universitätsbibliothek der TU München als Print-on-Demand oder eben als PDF zur Verfügung und damit weltweit ist sie in nur wenigen Klicks erreichbar. Wir hoffen sehr, dass diese neue Ausgabe viele interessierte Leserinnen und Leser findet und dass sie diesen Einblicke und Know-how an die Hand gibt, um kulturelles Erbe in Form historischer Architektur besser zu dokumentieren, zu verstehen und zu schützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Busen. Ich würde den zweiten Vortrag gleich anschließen. Dazu begrüßen wir unsere zweite Referentin, Ulrike Siegel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Orientabteilung hier des DRI. Sie hat ebenfalls Architektur studiert, allerdings hier an der TU in Berlin. Und sie wurde dort auch mit einer Arbeit zur Residenz des Kalifen Harun ar-Raschid in Raqqa in Syrien promoviert. Sie hat lange unter anderem in Resafa mitgearbeitet und ist seit 2016 maßgeblich mitverantwortlich für das Projekt, das sie uns heute vorstellt, das Iraqi German Expert Forum on Cultural Heritage, kurz IGEF-CH, einem aktuell im Rahmen des Stunde Null Projekts und des ARCANET eines geförderten Projekts zur Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des irakischen Antikendienstes. Ulrike, ich bitte um deinen Vortrag. Vielen Dank für die einführenden Worte, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, Ihnen das Fortbildungsprogramm Iraqi German Expert Forum on Cultural Heritage vorstellen zu können. Mein herzlicher Dank geht an das Archaeological Heritage Network und das Architekturreferat für die Organisation, die Initiative, diese Veranstaltung zu organisieren. Ich werde das Fortbildungsprogramm anhand einer PowerPoint präsentieren und ich hoffe, dass Sie diese jetzt sehen können. Seit mehr als 15 Jahren gehören die Pflege des wissenschaftlichen Austausches und die Vermittlung von Wissen und Arbeitstechniken in der Archäologie zu den Kernaufgaben der Außenstelle Bagdad. Unter dem Titel Exchanging Scientific Approaches initiierte die Leiterin der Außenstelle Bagdad, Dr. Margarete van Es, unterschiedliche Fortbildungsprogramme, die sowohl junge, hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler bei Trainingskursen oder Studienaufenthalten in Deutschland unterstützen, als auch im Aufbau der Außenfortbildung im Irak dienen. Das 2016 gegründete Iraqi German Expert Forum knüpft an diesen Austausch an. Es ist Teil des ARCANET Verbundprojektes Stunde Null, eine Zukunft für die Zeit nach der Krise, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Im Mittelpunkt stehen die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der irakischen Antikenbehörde und das über viele Jahrtausende zurückreichende Kulturerbe des Iraks. Dieses Erbe muss ständig gepflegt, zerstörte Baudenkmäler müssen restauriert und wiederhergestellt werden. Angesichts der weitreichenden Zerstörungen ist dies nur mit moderner Technik und methodisch sinnvollen Konzepten möglich. International können einzelne Sonderprojekte durchgeführt oder unterstützt werden. Das Gros des Kulturerbes kann jedoch nur von den lokalen Behörden und lokalen Spezialisten gepflegt werden. Ziel des Iraqi German Expert Forum ist daher, die irakischen Wissenschaftler und Kulturerhaltexperten zu befähigen, eigenständig, schnell und kompetent im Fall von Denkmalverlust agieren zu können.
Der Schwerpunkt des Programms liegt so auf der Vermittlung von Methoden, Techniken und Standards, die für die Erforschung, die Bewertung und den Schutz von Kulturdenkmälern notwendig sind. Das Programm beinhaltet eine einjährige Fortbildung und besteht aus verschiedenen Ausbildungsmodulen in Berlin und im Irak, die den Teilnehmern ermöglichen, sich in Theorie und Praxis mit dem breiten Tätigkeitsfeld des Kulturerhalts intensiv auseinanderzusetzen. Jeder Jahrgang beginnt die Fortbildung mit einem 2-monatigen Grundlagenkurs in Berlin. Im Laufe der folgenden Monate finden 3 oder 4 1- oder 2-wöchige Module im Irak statt, um einzelne Themen durch Übungen an irakischen Fallbeispielen zu vertiefen. Folgende Themen werden in den Kursen behandelt: Bauaufnahme, Architekturfotografie, Structure for Motion Photogrammetry, 3D-Scans und 3D-Modelle, GIS, Bauforschung, Denkmalbewertung. Dann Schadenskartierung und Bewertung. Bezugnehmend auf die in der Region vorherrschenden Bauweisen gibt es Module zur Konservierung von Stein- und Lehmarchitektur. Und im letzten Teil widmen sich die Teilnehmer den Themen Strategien in der Denkmalpflege, internationale Denkmalpflegeregularien sowie Notfallprävention. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hat zudem die Aufgabe, im Laufe des Jahres ein kleines Projekt zu einem archäologischen oder historischen Bauwerk im Irak zu bearbeiten, um die Themenschwerpunkte Baudokumentation, Bauforschung, Schadenskartierung, Bewertung und Konservierungsplanung selbstständig umzusetzen. Die Trainees werden dabei engmaschig durch Fachspezialisten aus Deutschland wissenschaftlich begleitet, indem Projekttage und Präsentationstage während des 2-monatigen Sommermoduls durchgeführt werden. Der Großteil der wissenschaftlichen Begleitung erfolgt jedoch mittels Fernbetreuung im Laufe des Jahres. In den meisten Fällen besteht auch keine Möglichkeit für uns, die Bauwerke im Irak zu besuchen. Im Folgenden möchte ich auf 2 Schwerpunktthemen der Fortbildung kurz eingehen und danach 2 sehr verschiedene Projekte von Teilnehmenden des aktuellen Jahrgangs vorstellen. Die gerade genannten Schwerpunkte verdeutlichen den Leitgedanken des Programms. Man kann nur schützen, was man kennt. Erst die Erforschung eines Bauwerkes erlaubt es, geeignete Maßnahmen für dessen Erhalt zu entwickeln. Das Erlernen von Methoden und Techniken der Bauaufnahme bildet daher einen wichtigen Teil des Programms. Anhand von Fallbeispielen und Übungen werden diese gemeinsam erprobt, wobei neben technikgestützten Verfahren auch das Anfertigen von Schrittskizzen und das traditionelle Handaufmaß trainiert werden. Durch die verschiedenen Übungen sollen die Teilnehmenden die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Methoden erfahren und zugleich sollen sie befähigt werden, auch ohne technische Ausstattung agieren zu können. Ein Bauaufnahmekurs konnte mit dem aktuellen Jahrgang im Sommer 2019 in der Gruppe durchgeführt werden. Während die meisten Fortbildungsmodule auf gemeinsame Übungen aufbauen, steht beim Modul Denkmalpflege vor allem der Besuch von Baudenkmälern in und außerhalb von Berlin auf dem Programm, um realisierte denkmalpflegerische Konzepte zu erleben und dabei die verschiedenen Strategien wie Konservierung und Sicherung, Restaurierung, Ergänzung oder vollständige Rekonstruktion, aber auch Reversibilität oder Angemessenheit vor Ort in der Gruppe zu diskutieren. Im Herbst 2019 konnten wir zusätzlich einen Schwerpunktkurs zu diesem Thema und eine Fachexkursion nach Sachsen-Anhalt durchführen. Dabei hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit sehr unterschiedlichen denkmalpflegerischen Konzepten und deren Wirkung auf die Erfahrbarkeit des Denkmals sowie mit Varianten zur Präsentation und Visualisierung intensiv auseinanderzusetzen. Wir sind glücklich, diese Fachexkursion durchgeführt haben zu können, denn sie lieferte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der irakischen Antikenverwaltung einen Erfahrungsschatz, auf den sie zukünftig aufbauen können.
Sie sehen auf der Folie links oben den Besuch des Neuen Palais in Potsdam, links unten die eindrucksvolle Ausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, rechts oben die erhaltene Kirche des Klosters Memleben, die als Ruine konserviert wird, und rechts unten einen Vorgängerbau, der an der Geländeoberfläche visualisiert wurde. Ich komme nun zu den eigenen Forschungsprojekten der Teilnehmenden. Als erstes Beispiel zeige ich das Projekt von Frau Barwin-Mund zu einem traditionellen Wohnhaus in Sulemania, das im 19. Jahrhundert erbaut wurde und heute stark verfallen und einsturzgefährdet ist. Mit der eigenständigen Wahl dieses Untersuchungsobjekts setzt Frau Mund ein Zeichen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Da keine Pläne des Gebäudes existierten, erstellte sie als erstes eine Schrittskizze der Erdgeschoss- und Obergeschossgrundrisse, um einen Übersichtsplan unter anderem auch als Grundlage für die Gesamtbeschreibung und Erfassung zu bekommen. Anschließend fertigte sie eine detaillierte Bauaufnahme vom Eingangsbereich an, wobei eine Kombination aus tachymetergestützter Vermessung und Handaufmaß zum Einsatz kam. Alle Räume, das heißt deren Ausstattung und Erhaltungszustand, dokumentierte sie in einem Raumbuch, den rechts den im Obergeschoss liegenden Hauptraum, dessen Decke mit Spiegeleinlagen reich verziert ist. Die Baudokumentation mündete in einer schriftlichen Arbeit, in der sie das Gebäude und den baulichen Zustand beschreibt, den Denkmalwert formuliert und Notmaßnahmen sowie ein langfristiges Erhaltungskonzept einfordert. Die Projektarbeit von Frau Mund wurde wie bei den anderen Teilnehmenden engmaschig begleitet, indem die Baudokumentation und die Texte aus der Ferne fachlich geprüft wurden. Das Ergebnis zeigt, dass durch die Fernbegleitung eine sehr gute Arbeit entstanden ist. Wir wissen auch, dass Frau Mund das in dem Fortbildungsprogramm erlernte Wissen in ihre Arbeit in der Antikenverwaltung und in andere Projekte einbringen kann. Als zweites Beispiel zeige ich das Projekt von Abdulrahman Mohammed Nouri zum Minarett der großen Moschee des Al-Nuri in Mossul. Das Bauwerk entstand im 12. Jahrhundert und wurde durch die Kampfhandlungen des sogenannten IS am 21. Juni 2017 sehr stark zerstört. Von dem ehemals etwa 45 Meter hohen Minarett ist der obere runde Turm vollständig eingestürzt, während vom unteren quadratischen Bereich noch Teile erhalten sind. Diese weisen jedoch auch starke Bauschäden auf. Aufgrund der noch ungeräumten Situation vor Ort und damit schlechten Zugänglichkeit des Objektes und gefährlichen Arbeitssituation mussten die Projektschwerpunkte bei dieser Arbeit angepasst werden. Eine händische Bauaufnahme war unmöglich. Technische Vermessungsgeräte standen ihm nicht zur Verfügung und Unterstützungen konnten nur mit Abstand und Untersuchungen konnten nur mit Abstand aus einzelnen Blickwinkeln erfolgen. Herr Nouri entschied sich daher, eine umfangreiche Recherche zu historischen Bilddaten durchzuführen und diese als Hauptquelle für die Baugeschichte und die Beschreibung von Baustätten heranzuziehen. Die Altstadt von Mossul und auch die zerstörte Al-Nuri-Moschee stehen im Fokus von mehreren internationalen Rettungsprojekten, Projekten zum Wiederaufbau der Stadt Mossul. Herr Nouri ist als Mitarbeiter der irakischen Antikenverwaltung in Begehungen vor Ort und diverse Workshops zum weiteren Vorgehen und der Planung von Maßnahmen eingebunden. Eine erste Notsicherung am unteren Bereich des Minaretts konnte Ende 2019, Anfang 2020 ausgeführt werden, wie Sie im Bild unten Mitte sehen können. Ich komme zum Schluss und mit dieser Folie möchte ich die Bandbreite der Projekte des aktuellen Jahrgangs verdeutlichen. Wie in den Jahrgängen 1 bis 3 kommen die Teilnehmenden aus allen Teilen des Landes und vertreten die verschiedenen regionalen Antikenverwaltungen. Sie sehen eine Karte mit den Projekten des aktuellen Jahrgangs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Antikenverwaltung widmen sich dabei zu unterschiedlichen Themen, wie dem Erhalt von osmanischen Khanen, das heißt Handelsgebäuden,
einem Lehmziegeltor der Befestigung der Zitadelle von Kirkuk oder Bauwerken der archäologischen Orte Uruk und Nippur. Wie erwähnt, setzt das Fortbildungsprogramm IGFCH auf eine Mischung aus Präsenz und Fernlehre. Mit dem aktuellen Jahrgang sind wir in der guten Situation, dass die Teilnehmenden den Sommerkurs 2019 in Berlin besuchen konnten, sodass die Grundlagenkurse in der Gruppe als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnten. Die für Herbst-Winter 2019 und für 2020 geplanten Module im Irak mussten leider abgesagt werden, sodass seitdem die Fortbildung durchweg als Fernlehre durchgeführt wird. Inhaltlich können wir aber weiterhin den Programmschwerpunkten folgen und haben die wissenschaftliche Betreuung der eigenen Projekte der Teilnehmenden verstärkt. Wir sehen, dass wir durch diese Fernbetreuung eigenständiges, individuelles Lernen ermöglichen und dadurch Capacity Building erreichen. Darüber hinaus führen wir themenorientierte Online-Veranstaltungen durch, wobei aufgrund der unstabilen Internetverbindung keine Gruppenveranstaltungen möglich sind, sondern auch hier individuelle Fortbildung im Mittelpunkt steht. Ein wichtiger Punkt ist zurzeit auch, die irakischen Kolleginnen und Kollegen bei wissenschaftlichen Recherchen zu unterstützen, da einerseits Bibliotheken fehlen und andererseits diese zurzeit auch nicht zugänglich sind. Last but not least unterstützen wir aktuell die Teilnehmenden bei der Vorbereitung von wissenschaftlichen Präsentationen in Form von Postern und Beiträgen in Broschüren. Das Ziel ist, dass die Projekte prägnant und inhaltlich fundiert dargestellt werden und unter anderem bei Anträgen zu denkmalpflegerischen Maßnahmen und zur finanziellen Unterstützung vorgelegt werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, die Außenstelle Bagdad unterstützt sehr dauerhaft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der irakischen Antikenverwaltung beim Erhalt des kulturellen Erbes. Auch in Zukunft möchten wir uns auf verschiedenen Ebenen einbringen. Damit schließe ich meine Präsentation und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ulrike Siegel und Herrn Tobias Busen für die Einblicke in diese beiden ja sehr unterschiedlich gelagerten Projekte, die auch schon ein bisschen die Bandbreite und das Spannungsfeld aufzeigen, mit dem wir es zu tun haben, wenn es um die theoretisch-praktische Vermittlung der Methodik einerseits der Bauaufnahme, Bauforschung, aber Ulrike, du hast ja sehr viel weiter gegriffen, auch was das dann für den konservatorisch-denkmalpflegerischen Umgang mit den Objekten bedeutet, was natürlich auch Thema an der TU Berlin ist. Ich freue mich, dass beide Referenten sich jetzt auch unseren Fragen stellen. Ich begrüße zur Diskussion jedoch zunächst zusätzlich Professor Alexander von Kienlen, Inhaber des Lehrstuhls für Baugeschichte, historische Bauforschung und Denkmalpflege an der TU München und gleichzeitig erster Vorsitzender der Koldewey-Gesellschaft für Baugeschichtliche Forschung, einer unserer Partner im Archaeological Heritage Network. Wir haben ihn heute wegen dieser Doppelfunktion eingeladen, begrüßen aber auch Ursula Quartember im Publikum, die sich im Vorstand der Koldewey-Gesellschaft als unsere direkte Ansprechpartnerin engagiert. Alexander von Kienlen hat den Münchner Lehrstuhl in der Nachfolge von Manfred Schuller vor knapp einem Jahr, also zum Wintersemester 2019/20 übernommen. Auch er hat dort studiert und wurde dort mit einer Arbeit zur Agora von Priene promoviert. Er ist damit im letzten Jahr nach ausgedehnten Ausflügen nach Zürich und Braunschweig an seine Alma Mater zurückgekehrt. Alexander, es klang ein bisschen an, die Bauaufnahmelehre an der TU München blickt auf eine lange Tradition zurück, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die archäologische Bauforschung im Mittelmeerraum. Du selbst bezeugst biografisch quasi verschiedene Phasen. Wie lehrt ihr die Methodik heute und wie geht ihr ganz konkret mit den Herausforderungen der aktuellen Situation um? Also wenn du mit heute sozusagen den allgemeinen heutigen Zeitraum meinst, dann ist im Prinzip diese kleine Publikation, die Tobias Busen vorgestellt hat, schon der Leitfaden, den wir verwenden. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Jahren doch auch sehr stark mit den verschiedenen Möglichkeiten der digitalen
Bauaufnahme, wenn man das so sagen darf, beschäftigt. Also in Braunschweig hatten wir ein sehr konsequentes Programm, wo wir einfach alle Technologien gegeneinander abgeglichen haben und das auch mit Studierenden an verschiedenen Objekten ausprobiert haben. Das ist ganz konkret, wenn es um Scannertechnologie geht, dann muss ein Studierender eben imstande sein, mit 5 verschiedenen Systemen das gleiche Objekt zu bearbeiten, um damit einfach für sich selbst festzustellen, was ist die richtige Herangehensweise. Selbstverständlich bleibt die händische Bauaufnahme einfach als Grundlage in der Lehre und auch in der Forschung erhalten. Also man hat nicht immer seinen Laserscanner im Gepäck, aber trotzdem ist es mir schon wichtig, dass man nicht so ganz den Anschluss verliert und dass wir im Prinzip mit den Fragestellungen, die wir an die Objekte herantragen, auch die Fortschreibung der Technologie und vor allen Dingen der Auswertungssoftware voranbringen. Also das sehe ich wirklich als eine der ganz wichtigen Neuerungen. Die Technologie, Scan-Technologien gibt es seit 15 Jahren und werden auch eingesetzt. Aber das Problem ist immer noch die Auswertungssoftware. Und das ist vielleicht die einzige Neuerung, die ich jetzt in München angebracht habe. Ansonsten, wie gesagt, du hast ja selbst gesagt, bin ich so sozialisiert in diesem klassischen Ansatz des Lehrstuhls und den führen wir auch weiter. Und wir führen die Studierenden schon im 4. Semester an die Bauaufnahme, an die Grundlagen der Baudokumentation und Bauforschung heran, eben mit diesen Parametern. Und dann haben sie die Möglichkeit, und die wird auch sehr gerne wahrgenommen, im Hauptstudium, also im Masterstudium, auch mit den verschiedenen Geräten zu arbeiten, die wir ihnen vorher schon einfach mal gezeigt haben, sozusagen. Und mit aktuellen Herausforderungen meine ich natürlich jetzt tatsächlich auch die Corona-Pandemie. Hat das Auswirkungen auf euer Programm? Das hat natürlich sehr grundlegende Auswirkungen. Also in München waren wir insofern nochmal in einer doppelt unangenehmen Situation, da die Hochschulleitung sehr strikt angewiesen hat, dass wir die Studierenden nicht motivieren dürfen, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Das hat zum einen natürlich einfach mit der Gefährdung zu tun, zum anderen mit der Gerechtigkeit, weil eben doch viele Studierende, die in München eingeschrieben sind, im Ausland geblieben sind zu diesem Zeitpunkt und nicht die Möglichkeit hatten, sozusagen ein virtuelles Coaching, wie wir das gerne angeboten hätten, anzunehmen. Und das heißt, aus diesen Gründen ist zumindest die erste Semesterhälfte, wo bei uns sämtliche Bauaufnahmeübungen angesetzt waren, die ist mehr oder weniger komplett ins Wasser gefallen. Wir haben Konzepte entwickelt, theoretische Konzepte, die wir ins Wintersemester tragen können. Wir haben natürlich das Übliche getan, dass man den Studierenden die Möglichkeit gibt, ein Coaching zu Hause durchzuführen. Das heißt, also, was immer in der Wohnung steht, kann aufgenommen werden. Bei uns war es ein Stuhl. Ich weiß von vielen anderen Kollegen, dass sie das ganze Zimmer aufnehmen lassen. Und da funktioniert so ein Coaching natürlich ganz gut. Also einfach ein Schnurgerüst irgendwo aufzuspannen und ein Lot hinzuhängen, das geht auch zu Hause. Und ich glaube, so diese Grundidee, die man vermittelt, was Bauaufnahme, also ein unabhängiges Messnetz und dergleichen angeht, die kann auf diesem Wege unproblematisch vermittelt werden. Ich glaube, man kann auch unproblematisch vermitteln, was für ein Gewinn es sein könnte, wenn man andere Hilfsmittel einsetzen könnte. Aber in dem Moment, wo man sie eben nicht verfügbar hat, weil es eben immer nur einen Scanner gibt, das steht eben dann bei uns, es gibt nur eine bestimmte begrenzte Anzahl an Zugriffen auf Auswertungssoftware. Und das heißt, diese ganzen Dinge, die können dann auch künftig nur auf einen ganz kleinen Rahmen von Personen beschränkt werden, die wir dann in Seminaren extrem dicht coachen können. Aber wie gesagt, das funktioniert eben tatsächlich nur, wenn der Kontakt begrenzt wieder möglich sein wird. Und damit rechnen wir im Wintersemester. Ich kann nur konkludieren, also für dieses Semester ist es uns nicht gelungen, eine adäquate Lösung für die Bauaufnahmelehre zu finden. Okay. Also für unsere Projekte ist ja diese räumliche Distanz und dass die Leute nicht mal ebenso in einem Raum versammeln können, sozusagen eine Grundvoraussetzung. Und ich würde damit Frau von S. Begrüßen, die seit 1996 wissenschaftliche Direktorin der Orientabteilung und Leiterin der Außenstelle Bagdad des DAI ist. Sie selbst ist vorderasiatische Archäologin, forscht seit Jahren in Baalbek im Libanon und in Uruk im Irak und engagiert sich sehr intensiv für den Kulturerhalt.
Bauerhalt. Zu ihren Forschungsinteressen gehören in besonderem Maße bauhistorische und stadtbaugeschichtliche Fragestellungen. So wurde sie nur zum Beispiel mit einer Arbeit zur Architektur des Ehrenheiligtums in Uruk an der FU Berlin promoviert und sie leitet auch seit Jahren ein Kooperationsprojekt mit Klaus Reit und der BTU Cottbus zur Diachronerforschung von Baalbek. Frau van Es, bei Ulrike Siegel ist es schon angeklungen, Sie haben etwas andere Ausgangsvoraussetzungen. Wenn Sie noch mal kurz darauf eingehen könnten, wie dieses Projekt ursprünglich entstanden ist, aus welcher Motivation, unter welchen Grundbedingungen und welche Erfolge Sie bis heute sehen. Der moderne Irak ist mit Mesopotamien ja einigermaßen gleichzusetzen und diese Region ist in der Archäologie berühmt dafür, für die ganz große Anzahl archäologischer Stätten, Zehntausende archäologische Stätten oder eben auch Tausende erhaltener, noch stehender historischer Bauwerke. Es gibt in Deutschland eine große Tradition der Behandlung, sowohl vorderasiatischer archäologischer Stätten als auch eben der Baugeschichte. Gerade im Irak, ich erinnere an Robert Koldewey oder Walter André, Jordan Nöldeke, Herr Schmidt, wie sie alle hießen. Das heißt also, gerade wir und gerade auch das Deutsche Archäologische Institut haben im Irak für die Baugeschichte, den Bauerhalt traditionell viel getan. Das liegt natürlich auch mit daran, dass archäologische Stätten dort, ähnlich wie an vielen anderen Orten auch, wenn man sie öffnet, vor allem erstmal Architektur zutage bringen, die man dann vielleicht auch erhalten, dokumentieren, erklären und so weiter sollte. Der Irak wiederum ist seit Beginn der 1980er Jahre in Dauerkrisen, wie alle von Ihnen wissen. Die Archäologie hat darüber vieles an Wissen verloren, an Techniken, Ausgrabungstechniken, aber eben auch ganz besonders in dem Bereich der Baudokumentation, des Bauerhaltes. Es gibt umgekehrt einen gigantischen Bedarf nach Bauerhalt. Ulrike Siegel hat das schon angedeutet, insbesondere nach den Zerstörungen auch von ISIS vor ein paar Jahren. Die Ausbildung hierfür, gerade für die Dokumentation von Architektur und den Erhalt, gibt es im Irak so nicht. Natürlich kann man Architektur studieren und natürlich sind Architekten auch beteiligt daran, Baudokumentation im archäologischen Bereich zu machen, aber sie haben grundsätzlich keine Ausbildung darin, wie man das strukturiert und ja, mit den Fragestellungen macht, wie wir das hier so gewöhnt sind. Und diese Diskrepanz zwischen Bedarf und eben nicht vorhandener Ausbildung, das war eigentlich die Initialzündung, dieses Projekt in die Wege zu leiten. Für die Baudokumentation, Bauerhalt sind die Antikenverwaltungen zuständig. Dort sind Archäologen, es sind Philologen mit theoretischer Ausbildung, aber eben keinerlei Wissen darüber, wie man technische Geräte zur Baudokumentation verwendet und so weiter. Das heißt, ich habe mir überlegt, dass es sehr, sehr wichtig wäre, jetzt nicht unbedingt als allererstes ein Studium anzubieten, sondern zunächst mal Verständnis zu wecken. Das heißt also, die Grundlagen zu legen bei Archäologen, auch bei Philologen, egal bei wem in der antiken Verwaltung, die Grundlagen zu legen, das Verständnis zu wecken dafür, wie man das macht und warum man es macht und welche Ziele man damit verfolgen könnte. Das heißt also, wir haben das Programm ganz bewusst an alle gerichtet. Da sind Verwaltungsspezialisten dabei aus der antiken Verwaltung, da sind Archäologen kurz nach dem Studium dabei, da sind aber auch Personen, die ein großes Interesse an Architektur und Bauerhalt haben, die in Richtung eines Studiums gehen könnten. Aber uns liegt daran, dass es eben an alle gerichtet auf Arabisch angeboten wird, damit niedrigschwellig ist und damit er zunächst einmal im Irak vor allem klar macht, wozu das alles gut ist und wie man voranschreiten kann, um dann zu Projekten zu kommen, die wirklich Bauten erhalten können. Und den Rest, das hat, glaube ich, Ulrike Siegel schon sehr anschaulich geschildert.
Vielen Dank. Es geht natürlich jetzt um verschiedene auch Medienformate der Vermittlung. Eines ist das IGEF-Programm. Ein zweites ist jetzt die arabische Übersetzung dieses Bauaufnahmebuchs. Dazu begrüße ich Wassim Al-Res. Der ist von Haus aus ebenfalls vorderasiatischer Archäologe und Altorientalist und seit 2013, habe ich jetzt gelernt, staatlich geprüfter Übersetzer. Er ist seit 2014 am DAI tätig in unterschiedlichen Programmen, insbesondere zum Beispiel in Schulungsmaßnahmen zu Datenbanken, GIS und SFM im Libanon. Er war auch beteiligt an der Entwicklung des Palmyra-GIS. Sein erstes Projekt war aber die Mitarbeit am archäologischen Wörterbuch des DAI, das, was wir heute IDAI Vocabulary nennen, was hoffentlich hilfreich für die Übersetzung des Bauaufnahmehandbuchs der TU war, für das er federführend verantwortlich zeichnet. Wassim, vielleicht eingangs mal die Frage, welches Wort, welche Wortgruppe, welches Thema war denn besonders schwierig zu übersetzen? Also eigentlich die Sprache des Buches war, wie Herr Busen gesagt hat, das waren so kurze Texte, aber gleichzeitig das war so einfache Sprache, das heißt, das hat nicht so hochakademisch sozusagen, das hat Spaß gemacht zu übersetzen, aber da gab es auch so spezielle Wörter, die einfach aus dem Bereich so der Holzarchitektur zum Beispiel kamen oder was nicht sowas wie Fehlböden oder die Gesperre, Leergesperre oder Längsgesperre. Da musste ich leider immer die Kollegen im Architekturreferat auf die Nerven gehen und sie ständig fragen, was das genau heißt, dass ich das einfach auf Arabisch erklären konnte. Also an irgendeinem Punkt ist wahrscheinlich jeder von uns mal irgendwas gefragt worden. Und das ist schon auch der Kern meiner Frage, die ich jetzt anschließen möchte. Ich spreche selber auch kein Arabisch, ne, kann das also nur laienhaft zusammenfassen, dass ja Arabisch nicht Arabisch ist. Und spannend in diesem Kontext ist für mich insbesondere die Frage nach Fachsprache. Das ist ja schon im Deutschen so, dass gerade im Bauhandwerk da sehr stark lokale Traditionen wirken. Also wir im Deutschen benennen schon die gleichen Elemente unterschiedlich. Wie verhält es sich da im Arabischen? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Gibt es eine Wissenschaftssprache? Hat jedes Land seine eigenen Begriffe? Und wie seid ihr bei der Übersetzung genau damit umgegangen? Also es gibt eigentlich nur ein Arabisch und das ist Hocharabisch. Aber diese Sprache leider spricht man faktisch keiner. Das ist einfach so die Sprache seit dem 7. Jahrhundert. Und das Problem ist mit der Neuerungen. Das heißt, wenn wir so was wissenschaftlich, was Neues ist, dann ist jetzt die Frage, wie übersetzt man das? Und das Problem hat das moderne Arabisch schon seit 1918, als die erste Sprachakademie in Damaskus gegründet wurde, um einfach so eine Art Normierung und auch so diese Wissenimport aus dem Westen irgendwie sozusagen zu übersetzen oder übertragen. Das Problem ist, dass diese Normierung fing am Anfang zum Beispiel in der Sprachakademie von Damaskus. 10 Jahre später wurde in Amman auch eine Sprachakademie gegründet. 10 Jahre später in Ägypten und so weiter. Das heißt jetzt, wir haben so circa 21 arabische Länder und jeder hat seine eigene Sprachakademie. Und das führt dazu, dass unsere Normierungen sind nicht so wirklich gleich. Und das ist in allen Feldern, nicht nur Wissenschaft. Das fängt vom Fußball an. Eckball heißt in Ägypten was anderes als in Irak, was anderes als in Marokko. Und um so ein Buch zu übersetzen, man benutzt natürlich Hocharabisch als Sprache, aber wenn man so zu Fachtermini kommt, dann kommt die Frage, welche Fachterminus man benutzt in diesem Fall. Da habe ich versucht, einfach so neutral wie möglich zu sein. Von der Schrift her, da ich aus dem Orient stamme, das heißt nicht aus den Maghreb-Staaten, habe ich einfach so bei den Zahlen die sogenannten indischen Ziffern und nicht die arabischen Ziffern benutzt. Einfach so als Beispiel. Also damit ist das Buch auch in erster Linie in dem, was du jetzt als Orient beschreibst, also im Irak, in Syrien verständlich. Also was ich jetzt mit Orient meine, so alles, was ab Ägypten Ost-West bis zum arabisch-persischen Golf. Genau.
Gut, die nächste Frage würde ich gerne an Tobias Busen richten. Das eine ist die Sprache, das andere ist, was Sie ja eingeführt haben, auch in Ihrem Vortrag, die Darstellung über Icons, über Abbildungen, also auch über erzählende Bilder. Für mich ist das Bauaufnahmehandbuch der TU, ich habe mir hier notiert, verschriftlichte Praxis, also etwas, was sehr stark aus der jahrelangen Bauaufnahmelehre generiert wurde, was die Lehre auch unterstützen soll. Ich habe mir gerade auch notiert, wie war das, wenn der USB-Stick mit dem Tachi nicht kommuniziert, soll man einen anderen USB-Slot benutzen. Also hier so praktische Tipps gibt, also auch etwas, was praktisch anwendbar sein soll. Das wird auch ganz stark aus der Auswahl der Abbildungen deutlich. Ich denke hier an ein Foto von einem Nagel, der in einen Riss geschlagen wird, um minimalinvasiv, ich zitiere, eine Messschnur zu befestigen. Das Buch, Sie haben gesagt, ist 2015 das erste Mal erschienen. Was haben Sie bis jetzt so erlebt? Was für eine Resonanz gibt es auf das Buch? Wer nutzt es und wozu? Ja, also die Resonanz, ich habe natürlich, wenn Rückmeldungen, also natürlich habe ich gesprochen von den eigenen Studierenden, bei denen wir das natürlich beobachten konnten. Wir haben es natürlich empfohlen, damit war klar, dass es vielleicht auch mal angeschaut würde. Ich habe aber auch von Kollegen von anderen Universitäten natürlich dann Fragen oder Ähnlichem gesagt bekommen, wir haben das jetzt mal benutzt und das funktioniert. Freut man sich natürlich. Ich habe auch gesehen, dass es hier und da in Literaturlisten bei Lehrveranstaltungen auf Internetseiten auftaucht. Also ich habe teilweise ein direktes, teilweise ein indirektes Feedback, dass es wohl schon auch tatsächlich als benutzbar und praktisch eingeschätzt wird. Ich kann keine Abrufstatistiken nennen jetzt von den PDFs, aber ich weiß, dass seit der Print-on-Demand-Bereitstellung tendenziell mehr PDFs abgerufen werden, als gedruckte Bücher bestellt. Ich denke, das ist naheliegend und verständlich. Und es war auch nicht dafür gedacht, möglichst viele Bücher zu drucken, sondern eben eigentlich Erfreuliches möglichst weit zu verbreiten. Sie haben ja betont, dass das insbesondere Ihnen selbst auch dann als Medium der Unterstützung der Lehre vor Ort und im Feld gedient hat, also wirklich wiederum Praxis gefördert hat. Damit würde ich an Ulrike Siegel gerne weitergeben. Euer Programm läuft ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Das heißt, ihr sammelt auch sukzessive Erfahrungen. Inwieweit und auch durchaus unter unterschiedlichen Vorzeichen, also die Rahmenbedingungen verändern sich ja, ein ganz dynamische Region leider ja auch. Ne? Wie könnt ihr das weiterentwickeln? Also wie könnt ihr die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, in das Programm hineinstecken? Wie wirkt beispielsweise dann auch die aktuelle Situation? Wirkt das eventuell auch durchaus, dass man Innovationen bekommt, oder wirkt das ausschließlich als Hemmnis? Ja, wir konnten über die langen Jahre natürlich zahlreiche Erfahrungen sammeln und da anhand dieser Erfahrungen auch die Bedürfnisse sehen, wo Bedarf besteht und auch wie die Gruppen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet sind, wo sie ihre Kompetenzen haben oder wo Kompetenzen fehlen. Und Margarete van Es hat es schon gesagt, in der irakischen Antikenverwaltung arbeiten ausschließlich Archäologinnen und Archäologen, die sich auch mit dem Thema Kulturerhalt auseinandersetzen. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt, da anzusetzen, welche Ausbildung die Teilnehmer haben, aber eben auch, auf welche Erfahrungen sie selbst zurückgreifen können. Und was für uns ganz wichtig war und was sich auch bestätigt hat, ist, jede Person individuell auch zu betrachten. Und wir haben das Glück, dass wir mit einer Gruppe von 10, maximal 15 Personen arbeiten können und so auch auf diese individuellen Bedürfnisse eingehen können. Also das hat sich sehr positiv gezeigt. Und aufgrund dessen ist es bei jedem Mal, dass wir die Programme dann auch anpassen müssen. Denn es ist für uns als Aufgabe sehr wichtig, nicht ein Programm stringent durchzuziehen, sondern wirklich, dass jede Person ein Ergebnis erreicht. Diese Ergebnisse sind unterschiedlich, denn wie gesagt, es gibt Personen, die haben Vorkenntnis im Bereich Bauaufnahme, andere gar nicht. Aber jede Person erreicht für sich ein Ziel und im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit dem Objekt, sozusagen
das, was das Kernthema ist, der Bauforschung, der Bauaufnahme. Und das ist auch jetzt in der aktuellen Situation das, was uns weiterhilft, indem wir, wie ich ja ausführlich gesagt habe, die eigenen Projekte stark unterstützen und fördern und so die einzelnen Teilnehmerinnen in ihren eigenen Arbeiten fördern. Darf ich da nochmal konkret nachfragen? Also beispielsweise jetzt die Projekte von Frau Mund und Herrn Nuri, die kommen aus der beruflichen Praxis? Also alle Teilnehmenden sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Antikenverwaltung. Es ist so, dass wenn man an dem Iraqi German Expert Forum teilnehmen möchte, sich die Personen bewerben müssen mit einem Exposé, mit einem Projektvorschlag. Das suchen die einzelnen Bewerber selbstständig heraus. Und das ist auch die Grundlage. Anhand dieser Exposés wählen wir dann aus, wer an dem Fortbildungsprogramm teilnehmen kann. Aber es ist nicht so, dass diese Projekte Bestandteil der Arbeit sind, der laufenden Arbeit in der antiken Verwaltung. Natürlich kommt es dann auch zu einer Durchmischung oder dass man das aufgrund der Bearbeitung dieser einzelnen Projekte dann das in den Vordergrund mitrückt, also der laufenden Arbeit. Aber zunächst, die Ausgangssituation ist so, dass die Teilnehmer und Teilnehmer diese Projekte als persönliche Projekte auswählen. Und so durch diese Arbeit an dem Projekt auch den Bedarf, dass denkmalpflegerische Maßnahmen notwendig sind, zeigen. Gut, ganz herzlichen Dank. Ich würde nochmal zurück zu Herrn Busen geben. Wir haben ja auch, Sie haben es auch als Folie gehabt, für das Plakat dieses Bild ausgesucht mit dem Stativ. Ich würde das mal so als typisches Bauforscher-Stillleben bezeichnen. Mit so Sachen wie einem Dreibahnstativ mit einer Platte, wo ein Gewinde eingearbeitet ist, Dreikantmaßstab, Fallbleistift oder Druckbleistift, alles bestimmt Sachen, die man auch wunderbar übersetzen kann, die für mich auch ein Sinnbild sind dafür, dass das eine durch und durch analoge Tätigkeit ist. Aus Ihrer Erfahrung heraus, kann man das aus der Ferne, in der Ferne vermitteln? Wenn ja, wie? Also wir hatten den Luxus bei der Lehre im Gegensatz zum jetzigen Corona-Semester, wie wir gehört haben, dass wir den Studierenden dieses Buch an die Hand geben konnten, aber natürlich gesagt haben, lest euch das mal, schaut euch das mal an, lest euch das durch. Wir haben auch natürlich parallel dazu auch im Hörsaal Veranstaltungen dazu gemacht, aber wir waren in der luxuriösen Situation, dass wir ja mit den Leuten normalerweise dann auch vor Ort tatsächlich für die praktischen Übungen waren. Die waren dann also unterschiedlich gut vorbereitet, man musste unterschiedlich viel nachsteuern, aber man hatte eben immer die Möglichkeit, auch nochmal Tipps zu geben. Also in dem Buch ist ja versucht, immer mal wieder auch Praxistipps einfließen zu lassen und auch was hervorzuheben, was eben, wir haben schon diskutiert, auch was sind typische Fehler, was sind Dinge, die vielleicht ohne uns auch dann gelöst werden können mit solchen Kommentaren, aber erfahrungsgemäß passiert ja ganz viel Wissenstransfer schon vor Ort. Ich glaube, die Mischung macht's. Wir hatten auch Lehrveranstaltungen im Hauptstudium, wo man eben, das waren jetzt allerdings tachymetrische Aufnahmen, wo wir nicht die ganze Zeit vor Ort waren, also über 5 Tage verteilt, zum Beispiel nur an 2 Tagen am Anfang und kurz nach der Hälfte. Und da hatten wir natürlich dann die Telefonanrufe ab und zu, um eben aus der Ferne nochmal Tipps zu geben oder nachzuhelfen. Aber ich meine, wie auch Alexander von Piening gesagt hat, es kann gehen, aus der Ferne coachen. Besser ist sicherlich eine Kombination. Also es ist sozusagen nicht, also eine reine Fernsache ist die Ausnahmesituation und nicht der wünschenswerte Zustand. Vielleicht nochmal gleich wirklich zurück an Ulrike Siegel. Was sind denn Voraussetzungen, damit das aus der Ferne erfolgreich sein kann, aus deiner Erfahrung? Ja, also ich würde mich dem anschließen. Alleine aus der Ferne ist es schwer möglich. Ich sehe die Voraussetzung darin, dass Grundlagenkurse gemeinsam in der Gruppe durchgeführt werden müssen, um eben auch zu sehen, wie einzelne Personen, welchen Stand, welche Bedürfnisse die einzelnen Teilnehmer haben. Und wir haben
wie gesagt, auch das Glück, dass wir die gute Situation, dass wir im letzten Jahr noch den Grundlagenkurs durchführen konnten. Und also erfolgreich oder wichtig für eine gute Ausbildung oder Fernenausbildung ist ein dauerhafter Austausch, also ein längerer Austausch. In unserem Fall ist es das einjährige Programm und darin sehe ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn so können wir einzelne Schritte gemeinsam auf Distanz begleiten und Kontakt halten, als wenn es einzelne Kurse nur sind, die als Fernkurse durchgeführt werden. Frau von Est, möchten Sie da was ergänzen? Wieder Ton anschalten? So, ich werde es noch lernen. Ich würde ganz gerne in der Tat ergänzen, dass die Frage nach Tutorials oder dem Handbuch auch immer im Raum steht. Die sind in dem IGEF-Programm während dieser zweimonatigen gemeinsamen Arbeit hier in Deutschland erarbeitet worden und werden immer wieder angepasst, wie Ulrike Siege sagte. Die halte ich für ausgesprochen wichtig, weil man darauf immer wieder zurückgreifen kann, sagen kann, jetzt guck mal auf Seite 27 nach, erinnere dich, wie das gewesen ist. Das funktioniert sehr gut. Auch die Handbücher anderer Programme werden immer wieder gerne nachgefragt und Vergleiche gezogen. Aber eine unserer großen Erfahrungen ist dann halt auch, dass das Anpassen auf die lokalen Gegebenheiten sehr, sehr wichtig ist. Also dass man im Falle von Irak eben die Lehmsteinproblematik oder Backsteinbauten nochmal ganz explizit in den Vordergrund schiebt und sagen wir mal so, dass die Holzdachkonstruktion eines deutschen Hauses etwas hintanstellt. Das entspricht so ein bisschen dem Bedürfnis der Beteiligten und insofern nützt es überhaupt nichts zu sagen, hier habt ihr ein Handbuch, jetzt handelt mal nach dem Handbuch, sondern das Handbuch kann insbesondere auf die Ferne eben immer nur die Grundlage sein für das, was dann an dem konkreten Objekt mit der Person noch ausgearbeitet werden muss. Genau. Also das ist auch eine Frage, die hier über den Chat gestellt wird, ob es denn schon Erfahrungen jetzt mit dem arabischen Handbuch gibt. Gibt es nicht, weil es gerade gelauncht wird, aber das wäre natürlich dann interessant, was ihr für Erfahrungen im praktischen Einsatz auch macht, ob das unterstützt, was ihr macht. Genau, Alexander von Kienlen, die Koldewey-Gesellschaft ist ja sozusagen in Deutschland die zentrale Interessensvertretung der historischen Bauforschung. Wie engagiert sie sich bei der Vermittlung ihrer grundlegenden Methodik, vielleicht auch im Hinblick auf einen internationalen Einsatz außerhalb Deutschlands? Also sehr allgemein sind wir natürlich, also ist einer der Aufträge der Koldewey-Gesellschaft die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir sind natürlich limitiert, weil einfach die Gesellschaft vergleichsweise klein ist und sich auf sehr viele verschiedene Stützen stellt, die vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum sind. Und dementsprechend ist unser Zugriff auf Projekte im Ausland, wo wir Weiterbildung anbieten könnten, im Augenblick zumindest noch begrenzt. Aber wir haben prinzipiell im letzten Jahr das Format einer Summer School eingerichtet, die im Prinzip genau diese Zielsetzung, die ich vorher auch schon für die TU München skizziert habe, verfolgt hat. Das waren nur 10 Tage, das kann man auch erweitern und es war nur ein Pilotprojekt. Aber es war eben ganz gezielt dahinter die Idee, aus verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Deutschland interessierte Studierende zusammenzubekommen, die dann auch unterschiedlich sozialisiert sind. Jeder bringt was anderes mit. Der eine hat mehr CAD-Kenntnisse, der andere hat schon Vorkenntnisse im Handaufmaß und dergleichen. Und das ist tatsächlich eine sehr intensive Woche gewesen oder intensive 10 Tage gewesen, wo doch sehr viel auf den Tisch kam, was eine einzige Institution nicht leisten kann. Also da wäre natürlich mein Wunsch, dass wir im Geiste Koldeweis die Tätigkeiten so einer Summer School fortsetzen und im Ausland fortsetzen könnten. Und da sind wir zwar ja schon im Gespräch und ich habe so das Gefühl, das könnte ein gutes Format werden, zumal wir eben feststellen müssen, dass uns an den Universitäten das Fach der Bauforschung in den letzten 20 Jahren sehr weit weggebrochen ist. Also ich glaube, dafür muss man einfach wieder werben. Wir müssen stärker an die Architekturfakultäten gehen und ihnen klar machen, wie bedeutsam unser Fach ist. Also nicht nur für das Bauwesen, sondern eben auch für alle Fragen der Denkmalpflege und insbesondere eben dieser Internationalisierung.
Der zweite Punkt, der hier vielleicht nochmal interessant ist, ist, dass wir vor einigen Wochen einen Vorstoß der TU Braunschweig, der Koldewey-Kollegen von der TU Braunschweig, gefolgt sind, wo eine Diskussionsrunde zustande gekommen ist, gerade zu diesem Thema. Wie lehren wir an den verschiedenen Universitäten und Hochschulen die Bauaufnahme? Und das ist natürlich in diesem Falle dann gar nicht auf Landesgrenzen beschränkt. Wenn wir Module entwickeln oder wenn wir Ansätze entwickeln, mit denen im Prinzip über ein Ferncoaching ein Objekt aufgenommen werden kann, dann ist es natürlich auch praktisch weltweit möglich. Also Tobias Busen hat natürlich mit Recht gesagt, irgendjemand muss schon anwesend sein. Gerade wenn man ein Gerät versucht, also das Handling eines Geräts beizubringen, dann muss ein Techniker dabei sein. Aber viele andere Dinge kann man eben dann doch verlagern. Und dementsprechend war dieser Braunschweiger Vorstoß wirklich ein interessanter Anknüpfungspunkt, aus dem so eine Art zweiter Leitfaden hervorgehen kann, vielleicht eine Weiterentwicklung dessen, was in München hier produziert worden war. Und da sind wir momentan auf dem Wege. Also wer sich dafür interessiert, auf der Homepage der Koldewey-Gesellschaft ist so ein kleiner Text von mir oder von uns im Vorstand der Koldewey-Gesellschaft zu diesem Thema. Und es gibt, also wer sich dafür interessiert, kann sich bei uns melden und wird dann in Zukunft mitgeschaltet, wenn wir nochmal so eine Konferenz organisieren. Ja, das ist ja auch der Ansatz unserer Veranstaltung, hier einfach ins Gespräch zu kommen, konkrete Beispiele vorzustellen. Ich wollte Wassim Alres abschließend noch fragen, dass wir am Anfang, oder wir haben diskutiert nach dem Motto den Unterschied zwischen Übersetzen und Übertragen. Ne? Also das eine ist eine wortgetreue Übersetzung und auch eine textgetreue Übersetzung, also wie bei dem Thema der Deutschen Holzverbindung. Das andere ist das Übertragen, dass ich so meine, dass es darauf zielt, dass man die grundlegenden Inhalte vermittelt. Also sprich, dass es bei der Methodik darum geht, dass sie letztlich ja universell, diachron und ortsübergreifend anwendbar ist. Ne? Nur eben dann in den entsprechenden lokalen Kontext auch gebettet werden muss. Wassim, wenn ich dich jetzt frage, du hast das Buch ja übersetzt, kannst du jetzt Bauaufnahme? Ja, zum Teil schon. Also ein Teil davon gehört auch zu meiner Ausbildung schon als Archäologe. Und also wenn ich das Buch lese, das wird hilfreich sein. Aber dafür brauche ich natürlich auch die Gerätschaften. Und die Praxis. Also deswegen ist diese Veranstaltung überschrieben mit Lehrbuch und Praxis. Und ich hoffe, es ist aus den verschiedenen Statements deutlich geworden, dass es mindestens mal beides braucht und insbesondere aber die Praxis. Alexander von Kienert hat auch schon eine Vorlage geliefert zu meinem nicht längeren, aber zu meinem Schlusswort, denn ich möchte hiermit noch auf die nächste Online-Veranstaltung des ARCANET hinweisen. Die wird in 2 Wochen stattfinden, ebenfalls am Donnerstag, das ist der 27. August. Dabei wird im Zentrum das Trainingsprogramm der TU Berlin Post-Conflict Recovery of Cultural Heritage in Jordanien und im Libanon stehen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben normalerweise, nennen sie sich Flying Professors, der Name ist schon Programm, haben aber dieses Jahr komplett auf Online-Lehre umstellen müssen, sind gerade dabei, also sind gerade noch in der 4. Woche eines 5-wöchigen Programms, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es freut uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns dann sozusagen ganz, ganz frisch von Ihren Erfahrungen zu berichten und diese anschließend mit Kolleginnen und Kollegen, Julian Bauch ist schon angesprochen worden, zu diskutieren. Die schriftliche Einladung dazu geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Ich darf an dieser Stelle mich bei den Teilnehmern der Diskussion, bei den Referenten, Referentinnen ganz herzlich bedanken. Ich darf mich bei den Kolleginnen im Hintergrund, bei der Technik bedanken und ich darf mich beim Publikum, bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie auch an weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend.